Servus und herzlich willkommen hier auf meiner Anlage Lohstadt in Veltheim. Vielen Dank, dass ihr mich heute wieder besucht. Ich möchte auch einen Zuschauerwunsch heute aufgreifen. Es wäre doch schön, wenn sich auch die Preiserlein auf der Anlage noch bewegen würden. Und das ist natürlich nur bedingt möglich, aber ein Stück weit ist es natürlich mit dem Magnorail-System möglich, auch die Preiserlein zu bewegen. Bevor ich aber darauf eingehe, inwiefern jetzt eine stolze Mutter mit ihrem Kinderwagen die Magnorail-Radfahrer oder auch die Traktoren, die ferngesteuerten Autos bei mir auf der Anlage ergänzt, möchte ich mich erst bei euch für euer reges Interesse bedanken. Als ich vor einem halben Jahr angefangen habe, Videos hier von der Anlage hochzuladen, regelmäßig einmal die Woche, hatte ich nie gedacht, dass es so ein Interesse gibt von euch, dass ihr so fleißig meine Videos anschaut, dass ihr so treu meinen Kanal abonniert, immer wieder kommt. Also vielen Dank dafür. Jetzt gehen wir schon langsam auf die 2000 Abonnenten zu. Und wofür ich mich ganz speziell bedanken möchte, sind eure wirklich positiven Kommentare, die wohlwollenden Rückmeldungen, die wirklich konstruktiven Verbesserungsvorschläge, die ihr einfach postet als Kommentare. In Zeiten von Hate Speech und in Zeiten von Hasskommentaren bin ich wirklich froh, dass ihr wirklich so positiv miteinander umgeht als Modellbahnkollegen, als Community. Vielen Dank dafür, dass ihr mich auch so treu begleitet hier. Aber ohne längeres Rumreden, lasst uns doch jetzt einfach mal in die Materie gehen und uns anschauen, wie ich die nette Dame mit dem Kinderwagen bewegt habe. Der Antrieb für die Bewegung der Kinderwagen schiebenden Frau ist, wie bereits erwähnt, das Magnorail-System. Die Funktion von Magnorail habe ich bereits einmal in einem gesonderten Video im Detail erklärt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt und euch das Video ebenfalls noch anschauen möchtet, findet ihr es in der Playliste zum Bau meiner Modellbahnanlage, die ich zum Schluss in einer Abspannkarte verlinken werde. Für die bewegte Frau verwende ich den gleichen Magnetabstand und dieselbe Polung wie auch für die Fahrräder, was ich hier an zwei übrig gebliebenen Elementen der Kunststoffkette sicherstelle. In diese stecke ich zwei Führungsmagnete. Passt, der Radler wird von den Magneten korrekt gehalten. Getragen wird das Gespann aus Spaziergängerinnen und Kinderwagen von einem Messing-Elzblech, das man ebenfalls beim Magnorail beziehen kann und eigentlich für den Antrieb von Fahrzeugen gedacht ist. In die entsprechenden Aufnahmen klebe ich mit Sekundenkleber die beiden winzigen Magnete, die die Mutter mit Kinderwagen ziehen werden. Die Führungsmagnete darunter stellen die korrekte Polung sicher. Damit das Messing-Elzteil nicht zu sehr auffällt, male ich es mit etwas grauer und weißer Acrylfarbe in Tarnfarben an. Darauf kommt dann der Kinderwagen und die schiebende Mutter, ein Figurenset von Preiser. Um zu kaschieren, dass die Beine der Spaziergängerin stillstehen, habe ich noch eine Handtasche für sie gebastelt, damit sich wenigstens etwas ein wenig bewegt und hin und her wackelt. Den Kinderwagen habe ich schließlich mit einem kleinen Tropfen Heißkleber auf der Schiene befestigt. Sekundenkleber hat nicht gut gehalten. Für die Fixierung der Frau habe ich hingegen Sekundenkleber verwendet. Ich hatte mir noch weiter Gedanken darüber gemacht, ob man die sich nicht bewegenden Beine noch besser kaschieren kann und mit einem Hund experimentiert, der neben der Frau herläuft. Aber das war mir dann doch zu aufwendig und der Effekt war auch nicht der erhoffte. Nun zieht die Dame halt sehr hüftsteif ihre Runden mit dem Kinderwagen auf meiner Anlage. Wenn ich die Figurengruppe schlussendlich passend auf die Magnete in der Kunststoffschiene in der Straße setze, kann sie nun, genauso wie sonst der Radfahrer oder auch der Traktor, die Straße entlang laufen. Nun ja, wohl eher entlang rutschen.
Danke für euren Besuch in meinem Hobbykeller und hoffentlich auf bis bald.